Goldfolie auf farbigem Hintergrund. Das ist der Moment, auf den ich mich immer riesig freue und auf den ich in dieser Woche hingearbeitet habe. Nicht, weil das Gold das Bild aufwertet, sondern weil es etwas sichtbar macht, das schon da ist. Und in diesem Video zeige ich dir heute, wie das geht. Der Attersee ist kein neutraler Ort für mich. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, wenn man ihn noch nie gesehen hat. Der Attersee ist nicht nur ein Blau, das man vielleicht aus einer Tube drückt, sondern er besteht aus unterschiedlichen Schattierungen von Türkisblau, Tiefblau, Sanftblau und hat seine Farbe tatsächlich von den Kalkkristallen und von Plankton. Es ist sogar wunderbar zu sehen, wenn du mit dem Flugzeug über den Attersee drüber fliegst, ist er unverkennbar. Und ich liebe ihn seit meiner Kindheit und habe auch das Glück, in der Nähe zu wohnen. Ja, wir malen am Attersee, ich male am Attersee und dieses Bild heute, auch viele meiner Werke, sind inspiriert von diesem Spiel zwischen Licht und Schatten, die der See erzählt. Er ist ja nicht nur ein beliebtes Motiv bei Gustav Klimt gewesen, sondern fasziniert viele Menschen und so auch mich. Und am Ende dieses Videos habe ich dazu noch eine ganz besondere Überraschung für dich. Und jetzt tauchen wir ein in das heutige Werk dazu und vielleicht auch noch weitere dazu. Ich habe dieses Werk oder dieses Bild im Garten begonnen. Das klingt zunächst romantisch, hat aber ganz praktische Gründe. Zum einen, weil ich das Licht im Garten nutze, um zu sehen, wie die Farbschichten miteinander harmonieren und zusammenwachsen, und natürlich auch das Spiel mit dem Wind ist ideal, um die Farben sehr schnell trocknen zu lassen oder die Materialien trocknen zu lassen. Ja, der Garten hat ein ganz anderes Tempo als das Studio. Soweit ist jetzt im Bild alles angelegt. Alles bis auf die Goldfolie. Die legen wir jetzt im Studio auf. Okay. Die hellen Töne, also das Creme, das Ocker, das Weiß, das Cappuccino, das ist das Licht oben. Das, was wir sehen, wenn wir auf den See schauen. Und tiefer, dort wo das Blau und das Dunkelblau beginnt, da ist die Stille, da sehe ich die Stille. Das Rot ist fast nicht sichtbar. Wenn du weißt, dass es da ist, veränderst du deinen Blick. Den Titel des Werks habe ich nicht von Anfang an gewusst. Er kam erst, als das Bild jetzt fertig war und ich gemerkt habe, das ist kein Abbild vom Attersee, es ist ein Abbild von dem Gefühl, das ich dort hatte oder habe, wenn ich dort stehe, wenn ich auf den Attersee schaue. Ich zeige dir jetzt, wie ich die Goldfolie aufbringe. Das ist kein Hexenwerk und es gibt nur ein paar Stellen, auf die du aufpassen musst. Zuerst brauchen wir die Grundlage, auf der die Goldfolie haftet. Und das ist in diesem Fall Anlegemilch, die du dünn und gezielt aufträgst. Nicht flächig, nicht überall. Ich entscheide vorher genau, wo ich das Gold haben möchte. Ich kann mir das auch ankleben und manchmal mache ich das, manchmal lasse ich es einfach dem Zufall über. In diesem Bild ist das die Zone, wo Licht und Wasser sich treffen. Diese unklare Grenze oben, die sich nicht festlegen lässt. Die Anlegemilch trägst du mit einem weichen Pinsel auf. Dann anziehen lassen. Je nach Raumtemperatur dauert das zwischen 10 und 20 Minuten. Wichtig ist, dass du merkst, wenn sie nicht mehr nass ist, aber noch leicht klebrig ist. Dieser Moment ist dann der richtige.
Wenn es zu früh ist, dann haftet die Folie nicht richtig und wenn es zu spät ist, haftet sie gar nicht mehr. Und jetzt kommt der Moment, den ich am meisten liebe und gleichzeitig am meisten respektiere. Beim Auftragen der Folie braucht es den Fokus und einen ruhigen Atem. Ja, ich streiche dann noch mit dem Finger eher sanft, ohne zu reiben. Was bleibt, ist nie das, was du geplant hast. Es gibt immer Lücken, Risse, Stellen, wo die Folie nicht gegangen ist. Das korrigiere ich nicht. Diese Unvollständigkeit, finde ich, ist das Ehrlichste an dem ganzen Werk und an der ganzen Technik. Das ist mein persönlicher Schritt, den nicht alle so machen. Ich verreibe die Ränder mit einem trockenen Finger, ganz leicht, damit das Gold nicht aufgeklebt wirkt, sondern gewachsen. Jetzt ist es fertig und ja, wenn ich es so ansehe, dann ist mir eines klar, es ist kein lautes Bild, es ist eher ein stilles Bild und es erzählt etwas darüber, was jetzt sichtbar ist, was vielleicht vorher nicht sichtbar war. So, das ist das, was ich empfinde. Ja, dieses Bild ist ein Prototyp. Ich habe es als Prototypen begonnen und jetzt wirkt es wie ein Versprechen. Ja, wenn dir dieser Stil gefällt, Schichtungen, Risse, Strukturen, Folie, Goldfolie, vielleicht auch Asche aufzulegen, dann habe ich jetzt ein ganz besonderes Angebot für dich. In Kürze findet ein Malworkshop statt. Direkt am Attersee, in einer wunderschönen Villa direkt am See mit einem eigenen Badesteg und mit einem Bootshaus, falls das Wetter einmal nicht so sonnig ist, was im Salzkammergut öfters vorkommen kann. Ja, da malen wir. Wir malen dort im Garten und verbringen einen ganzen Tag gemeinsam und ich zeige dir, wie du dein eigenes Werk aufbaust, dass du dann am Ende dieses Tages auch mit nach Hause nimmst. Also es gibt 5 Plätze und ganz wenige sind noch frei. Das heißt, wenn du dabei sein möchtest, dann schau gerne auf meine Website, kontaktiere mich und ich freue mich, wenn du teilnehmen magst. Ja, wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk mir gerne ein Like oder teile es mit jemandem, der auch gerne kreativ ist. Schreib mir gerne in die Kommentare, welche Frage du hast und ja, dann freue ich mich auf das nächste Mal. Geht schon. Liebe Freunde, ja, hier malen wir. Hier, wo Klimt gemalt hat, wo Klimt sich aufgehalten hat. Ich bin hier direkt im Zentrum. Und hinter mir liegt das Schloss Kammer.